Genau in diesem Moment hast du wahrscheinlich ein Dutzend Tapes offen. Im Hintergrund läuft Musik. Vielleicht lädt gerade eine Datei herunter. Und nebenbei ist noch ein Programm aktiv. Alles gleichzeitig, oder? Falsch. Dein Computer macht nichts davon wirklich gleichzeitig. Er belügt dich. Und er tut das so unfassbar schnell, dass du es niemals bemerkst. In diesem Video zeige ich dir, warum dein Computer in Wahrheit ein einziger, extrem hektischer Jongleur ist. Und warum er trotzdem so wirkt, als hätte er 100 Hände. Fangen wir mit dem an, was die meisten Leute glauben. In unserer Vorstellung ist ein Computer wie ein Tintenfisch mit ganz vielen Armen. Ein Arm schreibt eine E-Mail, ein anderer spielt ein Video ab, ein dritter lädt etwas herunter. Alles parallel, alles zur selben Zeit. Die Realität sieht anders aus. Ein einzelner Prozessorkern kann zu einem bestimmten Zeitpunkt nur einen einzigen Befehl ausführen. Einen, nicht zwei, nicht 10. Nur einen. Wie kann es dann sein, dass auf deinem Bildschirm scheinbar alles gleichzeitig passiert? Um das zu verstehen, müssen wir einen der wichtigsten Begriffe der Informatik klären. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen zwei Wörtern, die ständig verwechselt werden: Parallelität und Nebenläufigkeit. Merk dir die beiden, denn sie sind der Schlüssel zum ganzen Video. Stell dir eine Küche vor. Parallelität bedeutet, es gibt zwei Köche an zwei Herden, die zwei Gerichte tatsächlich zur selben Zeit zubereiten. Echte Gleichzeitigkeit. Nebenläufigkeit ist etwas anderes. Da gibt es nur einen einzigen Koch. Aber dieser Koch springt blitzschnell zwischen den Herden hin und her. Er rührt einmal im ersten Topf, schaut dann zum zweiten, kümmert sich um den dritten, kehrt wieder zum ersten zurück. Von außen sieht es aus, als würde er 3 Gerichte gleichzeitig kochen. In Wahrheit macht er immer nur eine Sache zur Zeit. Nur eben sehr schnell hintereinander. Ein Computer mit nur einem Kern ist genau dieser eine Koch. Er ist nebenläufig, aber er ist nicht parallel. Er erzeugt die Illusion von Gleichzeitigkeit, ohne sie wirklich zu besitzen. Wie genau funktioniert dieser Trick? Das Zauberwort heißt Zeitscheiben, auf Englisch Time Slicing. Im Herzen deines Betriebssystems sitzt ein unsichtbarer Regisseur, der sogenannte Scheduler, der Ablaufplaner. Seine Aufgabe ist es, zu entscheiden, welches Programm gerade dran ist. Der Scheduler gibt jedem Programm den Prozessor für eine winzige Zeitspanne. Wir reden hier von Millisekunden, manchmal sogar Mikrosekunden. Dann stoppt er das Programm mitten in der Arbeit, friert es ein und übergibt den Prozessor an das nächste Programm. Und das macht er tausende Male pro Sekunde. Was in Wirklichkeit passiert, sieht also ungefähr so aus. Browser, dann Musik, dann Download, dann das nächste Programm, dann wieder zurück zum Browser. Alles schön nacheinander. Aber so schnell, dass dein Gehirn das als gleichzeitig interpretiert. Es ist genau wie bei einem Film. Ein Film besteht aus einzelnen Standbildern. Wenn man dir 24 davon pro Sekunde zeigt, sieht dein Auge eine flüssige Bewegung. Dabei ist es in Wahrheit nur eine schnelle Abfolge von Einzelbildern. Dein Computer macht im Grunde dasselbe, nur mit Programmen statt mit Bildern. Jetzt kommt ein Detail, das viele unterschätzen. Dieses ständige Hin- und Herspringen ist nicht kostenlos. Wenn der Prozessor von einem Programm zum nächsten wechselt, muss er einiges erledigen. Zuerst speichert er den aktuellen Zustand des laufenden Programms. Also, wo es gerade war, welche Werte in den Registern stehen, an welcher Stelle es weitermachen muss. Dann lädt er den gespeicherten Zustand des nächsten Programms. Erst danach kann dieses weiterlaufen. Diesen Vorgang nennt man Kontextwechsel, auf Englisch Context Switch.
Ein einzelner Kontextwechsel dauert nur einen winzigen Augenblick. Aber wenn er sehr, sehr oft passiert, summiert sich das. Und das ist einer der Gründe, warum ein Computer manchmal träge wird oder hängt. Er ist so beschäftigt damit, zwischen Aufgaben hin und her zu springen, dass kaum noch Zeit für die eigentliche Arbeit bleibt. Stell dir vor, du arbeitest an deinem Schreibtisch und musst alle 2 Sekunden eine andere Akte aufschlagen, die alte wegräumen und die neue heraussuchen. Irgendwann verbringst du mehr Zeit mit dem Umräumen als mit dem Arbeiten. Genau das passiert bei zu vielen Kontextwechseln. Jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, mein Prozessor hat doch 8 Kerne. Dann läuft doch wirklich etwas gleichzeitig, oder? Und damit hast du tatsächlich recht, zumindest zum Teil. In modernen Prozessoren ist jeder Kern wie ein eigener Koch. 8 Kerne bedeuten also 8 Befehle wirklich zur selben Zeit. Das ist echte Parallelität. Aber hier kommt der Haken. Auf deinem Computer laufen nicht 8 Programme. Es laufen Hunderte von Prozessen gleichzeitig. 8 Kerne, aber 300 Aufgaben. Die Rechnung geht nicht auf. Deshalb machen die Kerne genau dasselbe wie vorher. Jeder einzelne von ihnen wechselt ununterbrochen zwischen vielen Aufgaben hin und her. Wir haben also echte Parallelität und Nebenläufigkeit, die ineinandergreifen. Das Ergebnis fühlt sich an wie alles gleichzeitig, aber im Kern ist es immer noch derselbe Trick. Und es wird noch ein bisschen verrückter. Es gibt eine Technik, bei der ein einzelner Kern so tut, als wäre er 2. Bei Intel heißt sie Hyperthreading. Allgemein nennt man sie SMT. Wie funktioniert das? Ein Kern muss oft warten, zum Beispiel wenn er Daten aus dem Arbeitsspeicher braucht und diese erst ankommen müssen. In diesen kurzen Wartezeiten würde der Kern normalerweise einfach Däumchen drehen. Stattdessen nutzt er diese Leerlaufmomente, um an einer zweiten Aufgabe weiterzuarbeiten. Es ist also keine echte Verdopplung, sondern clevere Ausnutzung von Todzeit. Der Kern füllt seine Pausen mit zusätzlicher Arbeit. Wieder ein Trick, wieder eine Illusion von mehr Gleichzeitigkeit, als wirklich da ist. Fassen wir das Ganze zusammen. Dein Computer ist im Grunde ein Illusionist. Wie ein einzelner Jongleur hält er viele Bälle in der Luft. Aber zu jedem Zeitpunkt berührt seine Hand nur einen einzigen Ball. Er ist nur so schnell, dass du glaubst, alle Bälle würden gleichzeitig in der Luft schweben. Wenn du das nächste Mal denkst, du würdest deinen Computer mit 50 offenen Tabs überlasten, dann erinnere dich daran. Er bearbeitet diese 50 Aufgaben in Wahrheit nacheinander. Nur eben wahnsinnig schnell. Eine nach der anderen. Und genau das ist das Schöne daran. Die gesamte Magie deines Computers steckt nicht darin, dass er viele Dinge gleichzeitig tut. Sie steckt darin, dass er eine Sache so schnell nach der anderen tut, dass es für dich aussieht wie Zauberei. Wenn dich interessiert, nach welchen Regeln der Scheduler eigentlich entscheidet, wer als nächstes drankommt, das ist eine eigene faszinierende Welt, mit Algorithmen wie Round Robin oder Prioritätssteuerung. Sag mir in den Kommentaren, ob ich dazu ein eigenes Video machen soll. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.